Mikroelektronik Anna Segers Neuhaus. Die Herstellung mikroelektronischer Bauelemente wäre ohne Wasserstoff unmöglich. Deshalb ist der Betrieb Eigentümer von Großraumflaschenwagen. Wir fragten in Neuhaus Abteilungsleiter Jürgen Helbig. Wenn Sie eine Großraumflasche auswechseln müssen, warum lassen Sie dann gleich den gesamten Wagen verschrotten? Mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe im Vorfeld der Verschrottung für diesen Großraumflaschenwagen alle zuständigen Organe innerhalb unserer Republik angelaufen, habe sie konsultiert und um Wiederverwendung angeboten. Wem haben Sie denn gefragt? Gefragt habe ich zuständige Fachexperten bei der Reichsbahndirektion in Erfurt, anschließend mit RAW Leipzig-Engelsdorf, das zuständige RAW für diese Art von Flaschen, und dann zum Schluss dann noch den Waggonbau Altenburg. Und von allen Institutionen, von allen drei genannten, habe ich eine negative Antwort bekommen. Keine Wiederverwendung, weder für den Gesamtwagen noch fürs Fahrgestell. Es stehen ja hier weitere Wagen, Ja, die in den nächsten Jahren, wo die Flaschen auch ausgewechselt werden müssen. Was wird denn mit denen geschehen? nur nach den bisherigen Erfahrungen das gleiche Schicksal. Und Sie kaufen dann komplette neue Wagen? Wir haben sie bereits oder wir kaufen noch. Zurück zum Schrottplatz des VEB Metallaufbereitung in Saalfeld. Hier endete die letzte Fahrt des Großraumflaschenwagens vom VEB Mikroelektronik Neuhaus. Die unbrauchbare Flasche ist längst verschrottet. Übrig blieb der Wagen. Wir erkundigten uns bei dem Produktionsleiter des VEB Metallaufbereitung, Peter Mirsch, und beim Reichsbahnrat Gerhard Dietrich vom Betriebswagenwerk Saalfeld. Waren Sie eigentlich erstaunt, als Sie diesen Wagen zur Verschrottung angeboten bekommen haben? Ja, ich war ziemlich erstaunt, zumal der Zustand dieses Wagens nicht darauf hindeutete, dass es sich hierbei um Schrott handelt. Und was haben Sie veranlasst? Ich habe daraufhin veranlasst, dass zunächst die Verschrottung eingestellt bzw. nicht durchgeführt wird und habe eine Reichsbahndienststelle hier in Saalfeld verständigt, habe diesen Wagen in seiner Gesamtheit bzw. für die wiederverwendbaren Ersatzteile dieser Reichsbahndienststelle angeboten. Sie haben den Wagen angeboten bekommen. Und was haben Sie daraufhin veranlasst? Ich habe daraufhin VEB Mikroelektronik Neuhaus angerufen und habe gefragt, warum der Wagen nicht weiter genutzt wird, dass sein Zustand eben so ist, dass er weiter eingesetzt werden könnte, nach meiner Meinung. Und da wurde mir gesagt, dass von dort aus schon alles unternommen wurde, einen geeigneten Partner zu finden, diesen Wagen weiter zu nutzen, aber es wurde keiner gefunden. Alle sind sich einig, der Wagen, wert 50.000 Mark, darf nicht verschrottet werden. Doch schon sind in Neuhaus und auch anderswo für weitere Wagen die Fahrkarten zum Schrottplatz vorbestellt. Werden diese Schicksalsfahrten verhindert? Woran liegt es überhaupt, dass niemand neue Flaschen auf die Wagen aufschrauben will? Unsere nächste Station, der VEB Waggonbau Altenburg. Hersteller von Spezialgüterwagen für die Industrie. Alle Großraumflaschenwagen, die in der DDR verkehren, wurden hier produziert. Zum Produktionsprogramm der Altenburger aber gehören auch jährlich 100 zweiachsige Fahrgestelle für das RAW-Einheit Leipzig. Dieser Fakt wird später noch von Interesse sein. Jetzt interessieren wir uns für die Großraumflaschenwagen. Dazu befragten wir die Leiterin für Ökonomie Ines Stecher. Ja, warum hat es Ihr Betrieb abgelehnt, auf das Fahrgestell des VEB Mikroelektronik Neuhaus eine neue Flasche zu montieren? Wir dürfen diese Leistung nicht ausführen. Die Wagen sind auf Reichsbahngleisen zugelassen und nur Reichsbahnausbesserungswerke sind dazu berechtigt, diese Reparatur durchzuführen. Wir sind ausschließlich Produzent von Neubauschienenfahrzeugen, machen Güterwagen und fahrfertige Untergestelle. Ist Ihnen bekannt, dass auch andere Betriebe, die nur eine neue Flasche brauchen, wie Neuhaus, gleich komplette Wagen bestellen bei Ihnen? Ja, das ist uns bekannt. Wir haben Bestellungen vorliegen, wo die Partner Wagen bestellt haben, nur aus den Gründen, weil die Flaschen verworfen waren. Um es zu wiederholen, Eigentümer der Großraumflaschenwagen sind die Industriebetriebe. Ihre Wagen dürfen auf den Gleisanlagen der Deutschen Reichsbahn nur verkehren, wenn sie regelmäßig zum RAW-Einheit Leipzig zur Inspektion gefahren werden. So ist das zwischen Reichsbahn und Industrie vertraglich vereinbart. Wir sind zum RAW-Einheit Leipzig gefahren. Seit Jahren erfolgt hier die Durchsicht und Instandsetzung aller Großraumflaschenwagen. Also auch der Wagen des VEB Mikroelektronik Neuhaus, der heute auf dem Schrottplatz in Saalfeld steht, wurde, als er noch eine Flasche trug, hier von Fachleuten inspiziert.
Wir fragten Produktionsdirektor Hugo Hempel. Ihnen ist vom VEB Mikroelektronik Neuhaus der Wagen angeboten worden oder das Fahrgestell. Warum haben Sie abgelehnt? Ja, wir sind als RAW ein Dienstleistungsbetrieb für die Deutsche Reichsbahn und haben unter anderem auch für volkseigene Betriebe gewisse Dienstleistungen mit übernommen. Aber wir handeln nicht mit Güterwagen. Aber technologisch wären Sie in der Lage, diese Wagen mit neuen Flaschen zu versehen? Technologische Voraussetzungen bestehen bei uns, ja. Haben Sie schon so eine Arbeiten mal durchgeführt? Wir haben sie bisher noch nicht durchgeführt, weil offiziell noch kein solcher Auftrag an uns erteilt wurde. Könnten Sie denn so einen Auftrag übernehmen? Wir könnten im Rahmen unserer bilanzierten Leistung selbstverständlich den Auftrag übernehmen. Wäre denn das ein besonders großer Aufwand für Sie? Ein Mehraufwand wäre es schon, aber er ist sehr unbedeutend, wenn er im Rahmen der Hauptinstandsetzung durchgeführt wird. Die Wagen müssen ja sowieso zu Ihnen zur Hauptinstandsetzung. Ja, sie kommen zur Hauptinstandsetzung hierher. Im Jahr 1989 sind es zum Beispiel 8 Stück. Aber bisher ohne Auswechseln der Flaschen? Bisher ohne Auswechseln der Flaschen, ja. Und sind Sie denn der Meinung, dass es möglich wäre, die Verschrottung überhaupt zu vermeiden, indem Sie die bestehenden Fahrzeuge mit neuen Flaschen versehen? Selbstverständlich wäre das möglich. Nach den Kenntnissen über den Zustand der Fahrgestelle, die wir haben, wäre es ohne weiteres noch zu verantworten, sie mit neuen Flaschen auszurüsten. Ab wann könnte das erfolgen? So, Sie haben sicher Gespräche geführt mit dem VEB Waggonbau Altenburg. Und wenn wir dort in einer sinnvollen Kooperation übereinkommen, wäre es uns etwa möglich, ab Februar hier einzusteigen. Sie erinnern sich, der VEB Waggonbau Altenburg liefert jährlich 100 zweiachsige Fahrgestelle an das RAW-Einheit Leipzig. Das RAW möchte seit Jahren mehr. Hier wäre der Ansatzpunkt für eine sinnvolle Kooperation zum Vorteil für beide Betriebe und die Volkswirtschaft. Vor mir liegt ein druckfrisches Fernschreiben des Kombinates Schienenfahrzeuge. Wichtigste Aussage: Kein brauchbares Fahrgestell geht mehr in den Schrott. Die Detailfragen sollen im Januar geklärt werden. Ich glaube, eine andere Antwort wäre auch nicht zu akzeptieren. Die Vergeudung gesellschaftlichen Eigentums war zu keiner Zeit und ist heute erst recht nicht zu verantworten. Sparsamkeit ist eben ein Gebot der Vernunft. Meine Damen und Herren, zu unserem nächsten Beitrag. Auf unseren Postämtern herrscht gegenwärtig vorweihnachtlicher Hochbetrieb. Die Postler haben alle Hände voll zu tun. Doch wenn dieses Stoßgeschäft vorüber ist, sollten Sie sich auch mal einer Dienstleistung annehmen, die wirklich erneuerungsbedürftig ist. So der Wunsch in einigen Zuschauerbriefen. Es gibt viele Arten, zu besonderem Anlass mit ganz persönlicher Note zu gratulieren. Falls Sie mit Ihren guten Wünschen zu weit entfernt oder ein bisschen spät dran sind, verzweifeln Sie nicht. Hier hilft die Deutsche Post mit ihrem traditionellen Service gern aus der Patsche. Wählen Sie also ein Schmuckblatt-Telegramm. Postalische Bezeichnung LX, genauer gesagt Lettre de Luxe, was nicht mehr und nicht weniger verspricht, als dass Ihre Nachricht den Empfänger in Luxusausführung erreichen wird. Guten Tag, kann ich Sie bitte mal was fragen? Gefallen Ihnen denn die Schmuckblätter hier der Deutschen Post? Sie wollen gerade ein Telegramm aufgeben. Ja, besonders gefallen sie mir nicht, ne? Weil es ist alles ein bisschen kitschig hier an manchen Stellen. Passt nicht zu allen Sachen. Sie bieten 22 verschiedene Schmuckblätter an. Greift denn der Kunde zu? Ja, auf jeden Fall. Zu gegebenen Anlässen werden immer Schmuckblätter verlangt oder gewünscht. Ja. Und was meinen Sie denn ganz persönlich? Wählt der Kunde irgendein Schmuckblatt oder findet er für seinen Anlass jeweils einen Knüller? Na, den Knüller wird er sicherlich nicht finden. Es sind zwar welche im Angebot, aber über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Es sind sehr alte dabei und die neuen werden fast gar nicht verlangt, weil sie dem Anlass entsprechend nicht besonders schön sind.
Unser junger Postbote oder postkorrekt Eilzusteller weiß natürlich nicht, welche Art Nachrichten oder Glückwünsche er da austrägt. Das bleibt Postgeheimnis. Kein Geheimnis ist, die Hälfte aller aktuellen Schmuckblattangebote beglückten die Jubilare bereits millionenfach zu Zeiten, als die Beatles noch über ihre ersten Hits nachdachten. Und die andere Hälfte, summa summarum 8, teilweise neue Exemplare, tragen offenkundig die Handschrift eines Grafikers. Ein Schuss ins Schwarze, vorausgesetzt, die Postkunden sind bereit, ihren Geschmack auf dieser Strecke künftig durchgreifend zu vereinheitlichen. So ein einfaches, ein Schmuckblatt, ein dringendes Schmuckblatt hier rein. Davon werden jährlich immerhin 3 Millionen Exemplare übermittelt. Wohl in bester Absicht. Aber die Freude darüber dürfte so verschieden sein wie die persönlichen Ansprüche. Was meinen Fachleute? Wir sprachen mit Ralf-Jürgen Lehmann, Dozent an der Fachschule für Werbung und Gestaltung. Der Grafiker ist verantwortlich für das ästhetische Niveau im Alltag. Ob das die Verpackung ist, ob das die Glückwunschkarte ist oder in diesem konkreten Fall das Glückwunschtelegramm. Und welchen künstlerischen Anspruch sollte man denn an die Gestaltung eines solchen Glückwunschtelegramms nun stellen? Das mag verwegen klingen, aber ich meine immer den höchsten Anspruch, auch in den kleinen Dingen. Kann man da nun ganz echt neue Wege gehen? Oder wie könnten die aussehen? Neue Wege muss man nicht gehen, man muss sich nur genauer umschauen. Wir haben in den letzten Jahren eine ganze Reihe, gerade hier in Berlin, eine ganze Reihe von Ausstellungen gehabt, Gebrauchsgrafikausstellungen, wo jeder sehen konnte, auf welchem Niveau die Gebrauchsgrafik in der DDR ist. Und dort gibt es genügend Beispiele, die Schule machen könnten, auch für solche Anlässe. Solche Gedanken fehlten ganz offensichtlich bei diesen Neuerscheinungen der Jahre 87, 88. Beharrlich hing man am alten Zopf. Soll nun endlich Bewegung in den Dornröschenschlaf des Sektors Schmuckblatt gebracht werden? Dazu Hauptdirektor Heinz Schunke, Ministerium für Post- und Fernmeldewesen. LX, das ist ein willkommener Kundendienst. Verdient denn das aktuelle Schmuckblatt auch seinen Namen? Ja, wir haben insgesamt über 20 Schmuckblatttelegramme. Und ich meine schon, dass die Mehrzahl diesem Anspruch genügt. Natürlich, bei manchen, da gebe ich Ihnen recht, da können wir sicher noch etwas an Erneuerung zulegen. Gibt es denn eigentlich neue Tendenzen bei der Gestaltung der Schmuckblätter? Unsere Zusammenarbeit insbesondere mit der Hochschule für industrielle Formgestaltung Burg Giebichenstein in Halle und auch die Fachschule für Werbung und Grafik hier in Berlin. Dort werden wir vor allen Dingen mit jungen Leuten neue inhaltliche Gestaltungen versuchen umzusetzen. Und ganz konkrete Pläne? Ja, für das nächste Jahr werden wir den Internationalen Frauentag mit 2 neuen Schmuckblatttelegrammen würdigen und wir werden diesen Prozess fortsetzen. Übrigens, 2 Lettres de Luxe haben Geburtstag. Wir gratulieren. Wenn es schon ein passendes, neu gestaltetes Schmuckblatttelegramm gäbe, würde ich es gerne an das Jugendneuro-Kollektiv des Wärmegerätewerkes Dresden schicken und die jungen Leute zu ihrem Engagement beglückwünschen. Wir sind Ihrer Bitte um Unterstützung gerne nachgekommen. Stetig und, so verspricht's der Hersteller, zuverlässig zieht er seine Naht. Dieser Schweißbrenner für alle Arten Stähle, bunt, leicht und Schwermetalle. Der CIS 940. Und das ist einer von vielen Anwenderbetrieben des Brenners. Das Wärmegerätewerk Dresden, bekannt als Produzent von Großküchenausrüstungen. Dazu gehören auch diese aus über einem Dutzend Schweißnähten bestehenden Speisekochkessel.
Nur die eingangs geschilderte Zuverlässigkeit des Schweißgerätes konnte uns der Elektromeister im Werk keineswegs bestätigen. Kollege Mach, welche Probleme haben Sie mit diesem Brenner? Ja, wir haben diesen Brenner in der Großküchenfertigung seit 1980 im Einsatz und müssen mit Bedauern feststellen, dass in etwa nach 8 Tagen Betriebszeit die Spannhülsen an diesem Brenner ausfallen, das heißt, die Brennerspitze defekt wird. Und dann? Ja, und dann schicken wir diese Brenner zur Reparatur nach dem VEB Plewa-Schleiz-Betriebsjahr Jena ein. Und bedauerlicherweise sind die Reparaturzeiten über 1 Jahr, sodass es Probleme bei uns in der Aufrechterhaltung der Produktion gibt. Das heißt, für jeden Schweißer nicht mehr der Brenner zur Verfügung steht, sondern die Schweißer sich untereinander mit Brenner aushelfen müssen und immer wieder Probleme produktionsseitig dabei entstehen. Und Sie nahmen das so hin oder schrieben Sie an den Hersteller? Wir schrieben an den Hersteller, reichten unsere Gedanken ein und hatten bedauerlicherweise nicht das erforderliche Verständnis für unsere Ideen, hier etwas zu verändern. Also was war die Antwort? Die Antwort war nein. Zufrieden geben konnte und wollte man sich mit eben gehörter Antwort im Wärmegerätewerk nicht. Deshalb erarbeitete Günter Mach mit 7 Kollegen vor mehr als einem Jahr 2 eigene Lösungen, als neuere Vorschläge. So riss beispielsweise diese aus einem Stück gefertigte Spannhülse oft nach kurzer Schweißdauer. Der Brenner fiel aus. Die Idee: aus 1 macht 3. Jetzt lassen sich bei Brüchen die Teile leicht auswechseln. Im eigenen Betrieb wohlgemerkt. Das Resultat: statt wie bisher 1 Jahr dauert die Reparatur nur noch wenige Minuten. Die zweite Veränderung: dieser schon mit bloßen Fingern schwer schiebbare Schalter war schnell defekt oder undicht. Teures Argon-Schweißgas konnte ungenutzt entweichen. Ein neuer Zwangsschalter beendet umständliche Fingerübungen und garantiert lange Haltbarkeit. Zudem lässt man den Schalter los, wird das Gas sofort gestoppt. Hier im Zentralinstitut für Schweißtechnik Halle prüfte unter anderem Gruppenleiter Manfred Kiesche die Vorschläge. Dabei konnten wir also feststellen, dass die neueren Vorschläge durchaus positiv auf die Eigenschaften des Brenners sich auswirkten. Wir hatten dem Hersteller deshalb empfohlen, zu überprüfen, inwieweit er diese neueren Vorschläge in der laufenden Produktion einarbeiten kann. Aber hinter diesen Mauern beim Hersteller, der Blechwarenfabrik Schleiz, blieb man auch von denen in der Praxis längst bewährten Neuerungen unbeeindruckt. Hier trug man stattdessen einem anderen Umstand Rechnung. Im VW Schleiz wird als Hauptproduzent, fertigen wir die Fahrzeugspiegel für die gesamten Fahrzeugindustrie der DDR. Die Schweißbrennerproduktion nimmt dabei ungefähr ein Volumen von 0,5% des Gesamtproduktionsvolumens stellt es dar. Ist daran vielleicht ein Grund zu sehen, dass man sich bisher für dieses Produkt so wenig interessierte? Auch mit, muss ich sagen, weil die Effektivität von Entwicklungsmaßnahmen, Entwicklungsthemen auch durch die anschließende Produktionsvolumen mit bestimmt wird. Im engen Betriebsrahmen geht die Rechnung des technischen Direktors Wolfgang Bauer sicher auf. Deshalb bauen die Schleizer nicht nur an diesem Arbeitsplatz, wie eh und je den Brenner nach altem Muster. Dazu gehört auch der fingerbrecherische Schalter, durch den Schweißgas in Mengen verloren geht. Würde man aber den Blick über den eigenen Werkszaun wagen, eröffnet sich eine andere Dimension. Denn nicht durch diesen, sondern durch den neuen Zwangsschalter spart allein das Wärmegerätewerk Dresden 1/3 Schweißgas ein. Das ist pro Jahr summa summarum ein Tanklastzug oder fast 100.000 Mark. Verständlich also, dass man sich hier im Wärmegerätewerk für die Übernahme der Lösungen so engagiert. Wir sind nicht der einzige Betrieb in unserer Volkswirtschaft, der mit diesem Brenner arbeitet, sondern es liegen uns bereits 50 Nachnutzungsanträge für die Neuerung an diesem Brenner vor, sodass wir bemüht sind, dass der Hersteller unsere Erkenntnisse bei der Fertigung dieser Brenner mit beachtet. Finden die Vorschläge endlich Beachtung, hat auch diese aufwendige Nebenbeibeschäftigung für die Wärmegerätewerke ein Ende. In Kleinarbeit bauen sie nun alle 100 Brenner des Werkes selbst um. In der Blechwarenfabrik Schleiz wollten wir deshalb vom technischen Direktor wissen, warum gerade der Hersteller die Dresdner Neuerungen ablehnte. Weil der Aufwand bei uns im Hause, den wir betreiben müssten, um diesen Vorschlag zu realisieren, so hoch wäre, unserer Meinung nach,
dass ein gesellschaftlicher Nutzen aufgrund dieses Neuervorschlags zweifelhaft wäre. Welchen Aufwand meinen Sie? Der Aufwand streckt sich auf Anschaffung neuer Maschinen, Mehraufwand an Material und auch Bau von Werkzeugen und dergleichen mehr, also die Produktionsvoraussetzungen zu schaffen. Der volkswirtschaftliche Nutzen, wie wir wissen, ist gegeben. Natürlich, jede Veränderung am Brenner würde zusätzliche Arbeitszeit kosten. Natürlich wären auch Umstellungen des Maschinenparks nötig. Aber das lässt dennoch kaum die schon Jahre währende Haltung zu. Ist der Anwender unzufrieden, soll er sich etwas einfallen lassen. Sie sind als Produzent zuständig für dieses Produkt. Wie geht es nun weiter? Weitergehen wird es so, dass wir im Ergebnis der Beratungen, die wir mit den Neuerern geführt haben im Februar diesen Jahres, eine Vereinbarung und einen Vertrag mit dem CIS Halle abgeschlossen haben, eine Entwicklung oder eine Weiterentwicklung des WEG-Schweißbrenners CIS 140 durchzuführen. Dies wird im Jahr 1989 begonnen und wird im September 1989 abgeschlossen. Und wann wäre schätzungsweise mit einem neuen Brenner zu rechnen? Schätzungsweise vielleicht also wenn wir 1989 die Studie haben, wird höchstwahrscheinlich so in den Jahren 94, schätze ich, ein neuer Brenner auf den Markt kommen können. 1994. Vom Tisch wäre damit das Problem CIS 940 noch 4 Jahre nicht. Deshalb suchten die Neuerer des Wärmegerätewerkes erneut das Gespräch mit Vertretern der Blechwarenfabrik. Ziel sollte sein, eine schnellere Lösung zu finden. Eingeladen hatte Dr. Dieter Büttner, der technische Direktor des Kombinats Haushaltgeräte. Denn zu diesem Kombinat gehört die Blechwarenfabrik. Das Gespräch mit Vertretern des Wärmegerätewerkes Dresden brachte eine Lösung. Wie sieht diese aus? Wir sind uns heute im Gespräch übereingekommen, dass es unbedingt notwendig ist, dass wir eine neue Generation WEG-Schweißbrenner entwickeln und produzieren müssen. Dazu gab es heute volle Übereinstimmung zwischen den Neuerern und zwischen unserem Finalproduzenten. Wir werden dazu die konkrete, echte Hilfe unseres Zentralinstituts für Schweißtechnik nutzen müssen. Und wir werden mit diesen Kollegen gemeinsam daran noch arbeiten, um den Termin rechtzeitig und recht schnell für diese Neuentwicklung zu ordnen. Welchen Termin haben Sie ins Auge gefasst? Nun, es wird sich trotz aller Mühen ergeben, dass etwa 1990, 91 erst diese neue Generation entstehen wird, die dann natürlich allen Forderungen unserer Abnehmer Rechnung tragen wird. Bis dahin vergeht noch Zeit. Könnte man nicht vorab die Neuervorschläge des Wärmegerätewerkes Dresden einführen? So ist das. Wir haben uns auch darüber heute verständigt, um die guten und klugen Ideen der Neuerer doch schneller wirksam werden zu lassen. Und wir haben vereinbart, dass in diese alte Generation der Schweißbrenner vor allen Dingen 2 volkswirtschaftlich bedeutsame Maßnahmen einzuarbeiten sind. Und wir haben auch einen Weg gefunden, wie wir gemeinsam dies lösen wollen und werden dazu bis Mitte Januar ein Konzept gemeinsam erarbeiten, was sichern soll und wird, dass wir Mitte des nächsten Jahres WEG-Brenner auf den Markt bringen, die volkswirtschaftliche Verbesserungen aufweisen werden. Bei der Einhaltung der Termine wird das Kombinat die Schleizer unterstützen. Hilfe, die sicher nötig und willkommen ist. Ich finde es gut, dass es immer mehr Bürger auf sich nehmen, eine anerkannt nützliche Sache mit Hartnäckigkeit und Stehvermögen durchzusetzen. Dabei bin ich sicher, dass sich manches schneller klären ließe, wenn Ideen und Vorschläge